Halm für Halm klopft und bindet Walter Epting, bis aus unzähligen Bündeln Red ein beeindruckendes Dach entsteht. Nur an wenigen Stellen erleichtern Maschinen seine Arbeit. Das geschwungene Dach der Landwasserhofmühle im Südschwarzwald soll mit Red gedeckt werden, einem uralten Bedachungsmaterial. Ja, ein Reddach bringt natürlich einige Vorteile. Da kann die Sonne drauf scheinen, solange sie will. Es wird nie warm unter dem Dach. Und es wird im Winter auch nie so kalt unter dem Dach. Und es gibt auch kein dichteres Dach. Die einen sagen Red, die anderen Ried und wieder andere sagen Schilfrohr oder Rohrschilf. Letztendlich meinen alle das Gleiche. 25 dieser großen Ballen benötigen Walter Epting und sein Mitarbeiter Olli, um die Landwasserhofmühle neu einzudecken. Eine Technik, die zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört. Was für ein Reddach auch wichtig ist, dass der Halm stabil ist und nicht zu weich ist, also hart ist. Und natürlich geradhalmig. Ja. Wenn wir so durchschauen, ist das eigentlich ein wunderbares Material. In Deutschland gibt es nur sehr wenige Flächen, auf denen man diesen ökologischen Baustoff finden kann. Red steht meist unter Naturschutz und darf hierzulande nicht geschnitten werden. Das Material für dieses Dach kommt aus Ungarn. Wir haben jetzt hier ein Satteldach und dann haben wir jetzt auf der Seite einen Krüppelwalm. Und so ist das schon ein ordentliches Gebäude mit vielen Formen, Flächen und ist interessant zum Eindecken. Die Landwasserhofmühle in Elzach ist ein Kulturdenkmal und klappert seit 1756 vor sich hin. Und die Mühle ist auch ziemlich groß innen drin, der Mechanismus. Also ist eine große Mühle. Ja. Neben dem Mahlraum befindet sich ein Wohnbereich, der lange Zeit als Wochenenddomizil genutzt wurde. Der Zahn der Zeit nagt an dem historischen Gebäude. Die Landwasserhofmühle ist ein beliebtes Fotomotiv für Schwarzwaldtouristen und in unzähligen Fotoalben auf der ganzen Welt zu finden. Damit es auch so bleibt, bekommt sie jetzt ein neues Dach. Um das Dach zu decken, brauchen die Reddachdecker Leitern, Nadeln, Draht zum Binden, einen Drillapparat, ein Klopfbrett, um die Halme in Form zu bringen, ihre Hände, ordentlich Kraft, viel Gefühl, Erfahrung und ein gutes Auge. Erste Lage, sagt man da, wo wir jetzt da hinbinden. Und später kommt die zweite Lage oben drauf. Das gibt dann die Dachstärke, die wir haben wollen. Er beginnt unten an der Traufe und fixiert vorerst Bündel für Bündel zwischen der Dachlatte und dem stabilen Befestigungsdraht mit einem dünnen, rostfreien Bindedraht. Insgesamt legt er hier rund 2500 solcher Redbündel auf das Dach. Jeder Halm wird über seine gesamte Länge dreimal zwischen Latte und Draht gebunden. Wir sind jetzt hier im Traufbereich. In erster Linie gestalten wir die Länge vom Vorsprung. Müssen wir in der richtigen Länge hinbinden. Ja, hier muss ich jetzt meinen Befestigungsdraht verlängern. Und dann müssen wir da nahtlos und ohne zu schweißen verlängern. Reddächer findet man erst seit den 70er Jahren im Schwarzwald. Zuvor waren die Häuser mit Roggenstroh gedeckt. Damals war es auf allen Höfen vorhanden. Heute lässt sich das Stroh in so großen Mengen und der gewünschten Qualität nicht mehr herbeischaffen. Die Verarbeitung von Stroh und Red ist nahezu identisch. Und der Vorteil, Red hält einige Jahre länger als Stroh, da die Halme robuster sind.
Dann kommen wir jetzt hier an den Außenbereich, wo das Stirnbrett nach oben läuft. Das nennt man das schräge Flug. Und da müssen wir das Material so legen, dass wir außen eine Kante bilden können. Die Bündel, die die Kante bilden, werden schräg angeklopft, leicht fächerförmig positioniert und mit Draht fixiert. Dass ich nachher nicht mehr so viel Arbeit habe wie der Feinarbeit. Da sieht man jetzt schon mal die grobe Richtung, wie das mal aussehen soll, im Grobe. Wie gesagt, die Feinarbeit, die kommt dann später, wenn wir verschiedene hingelegt haben. Walter Epting will das Material spüren. Er arbeitet ohne Handschuhe. Man kann sich auch ordentliche Spreise reinziehen, wo sich das Material, sieht man, das ist zum Teil auch spreisig vorne. Und wie bekommt man die Spreißel aus der Haut? Mit der Pinzette. Und dann desinfizieren? Zuerst einer von innen, dann außen ein Schnaps. Und wenn man meint, es ist noch nicht in Ordnung, dann nimmt man noch mal einer von innen. Meistens klappt es dann. Dann geht der Reetdachdecker aus dem evangelischen Kinzigtal an die Feinarbeit. Ich gehe jetzt in die Knie. Man könnte euch sagen, ich war katholisch. So, dann machen wir die Verpackungsschnüre weg. Und können das Material verteilen. Das aus einem runden Bündel wird dann ein quadratischer oder rechteckig, je nach Stärke, wie ich das Material brauche. Für die Kante unten. Die Kante der Traufe wird mit dem Klopfbrett aus Holz in Form gebracht. Es trifft die Halmenden schonender als das Klopfbrett aus Aluminium. Gut. Dann zurrt er die Halme an diesem Abschnitt endgültig fest. Nur für die Traufkante nimmt er seinen Meterstab. Ja, nur unten, dass ich den Abstand ein wenig genau habe. Aber die Dachschräge selber, das mache ich mit Augenmaß. Ja. Dann nehme ich eine Schräge an. Und wenn ich dann immer ein wenig die richtige Position habe zum Schauen, dann kriege ich die Schräge hin. Und wenn ich eine ganze Länge habe, dann kann ich mal nur leicht korrigieren, aber viel zu machen ist dann noch nicht mehr. Das kriegt man hin. Reet- und Strohdachdecker gab es schon immer in der Familie Epting. Er selbst arbeitet seit 35 Jahren mit diesem Material. Das Problem ist immer, wenn das Dach fertig ist und das Gerüst weg ist, dann sieht jeder den Fehler von unten. Weil von unten sieht man am besten hin. Das heißt, müssen immer alle Halmspitzen müssten immer vorne sein. Und das ist nachher beim Dachdecken auch so. Wenn ich verschiedene Halme habe, die unten drin sind, dann bildet sich unten ein Loch. Dann fehlen die Halme. Das heißt, es müssen alle vorne sein und dann kann ich decken. Und dann gibt es eine schöne Fläche. So, den nochmal verteilen. So. Um die Halme an der schrägen Flugkante in die richtige Position zu bringen, nutzt der Reetdachdecker das Klopfbrett aus Aluminium mit seiner Wabenstruktur. In Süddeutschland sind Reetdächer heute selten.
Doch die ersten redgedeckten Dächer standen bereits 4000 vor Christus am Bodensee. So. Jetzt mal geschwind einer in den Untergrund. Da unten kriegen wir jetzt ziemlich viel Material. Und da wird es etwas schwierig, dass ich die zwei Drähte genau exakt um die Latte kriege. Und dann nehme ich jetzt die Stechnadel, die gerade Nadel. Und dann hängt unten mal geschwind einer ein für die zweite Reihe. Je nach Baustelle arbeiten die Dachdecker zu zweit oder zu dritt an einem Dach. Ein Kran erleichtert die Arbeit und ersetzt einen Helfer. Wenn ich ein Dachziegel im Winter verlege, dann kriegst du kalte Finger. Das Material kannst du im Winter anlangen und im Sommer. Es wird im Sommer auch nicht heiß. Bis auf die Metalle, die wir haben, die wären heiß. Aber das Material selber nicht. Wird nicht heiß und nicht kalt. Und daher ist das ein schönes Material zum Bearbeiten. Jo. Die ersten beiden Reihen liegen nun vollständig auf der Lattung und bilden die untere Kante des Daches. Mit dieser Reihe kriegen wir jetzt auch unter die richtige Dachstärke. Die ist so ca. 35 cm. Und das fängt dann hier an. Und dann fängt nachher die Dachneigung an. Mit der dritten Reihe. Dicht an das Material geschmiegt sind die Handwerker eins mit dem Dach und ihrer Arbeit. Walter Epting ist mit seinem Betrieb, wie er sagt, wohl der letzte Reddachdecker in Süddeutschland. Das Handwerk lebt von einer Fülle mündlich überlieferter Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Was wir da machen, Material vorlegen. Und vorlegen bedeutet nicht, dass wir unbedingt schneller fertig werden wollen, sondern dass die Spitze von dem Material, wo wir hochklopfen, dass die Spitze nicht unter die Lattung reinläuft, sondern an dem Material hochgleitet. Das müssen wir machen, so alle 2, 3 Reihen. Und dann kommen die Spitze wieder oben hin. Ab der dritten Reihe setzen die Handwerker Leitern ein, die sie in die Dachlattung einhängen. Wir sagen auf Dialekt, das sind unsere Stege. Dann kommt die Rundnadel zum Einsatz. Die Nadel selber, das ist Marke Eigenbau, die gibt es eigentlich nicht zum Kaufen. Wenn ich mal dicke Stelle habe, dann brauche ich auch ein bisschen Gewalt. Not biegt sie mal ein bisschen, aber die geht wieder in die alte Stellung zurück. Das ist ja ein spezieller Stahl. Ein Federstahl. Der runde Nadel ist so, mit der kann ich alleine arbeiten. Da finde ich die Latte alleine und kann den Draht alleine einfädeln. Zur Arbeit des Reddachdeckers gehört neben der Neueindeckung von Dächern auch die Reparatur und Pflege. Redd ist nachhaltig. Die alte Stroheindeckung der Landwasserhofmühle wurde als Grünabfall entsorgt. Das Dach ist knappe 40 Jahre alt. Das ist noch eine Original-Stroheindeckung mit Roggenstroh. Dieses Dach hat halt das Stadium erreicht, wo man sagen kann, es lohnt sich nicht mehr zu säubern und zu reparieren. Wir haben jetzt schon lange wirklich sonnige Tage, aber unter Moos ist es halt nass. Und das bleibt nass, das wird nie mehr trocken. Und natürlich durch das verfault das Material natürlich schneller.
In dem Stadium müsste es unbedingt runter. Was natürlich auch eines von meinen Beschäftigungen ist, die Dachsäuberung und Reparaturen. Dass das Dach wieder atmen kann bzw. abtrocknen kann. Für die Dachpflege kommt eine Heckenschere zum Einsatz. 1,5 Zentimeter vielleicht, maximal 2 Zentimeter, schneiden wir weg. Das heißt, das Material wird wieder hell. Dann geht 1-2 Mal ein Regen drüber und wascht mir den Dreck in Anführungsstrichen nochmal aus. Und man hat dann einen Effekt, wenn das wieder abtrocknet ist, dass es nahezu aussieht wie neu. Da sieht man jetzt schon ganz deutlich, wie das Dach schon heller wird. Hier. Wenn ich jetzt das Material noch ein bisschen rausziehe, dass dann Material kommt, wo fast neu ist, obwohl das Dach jetzt 40 Jahre alt ist. Diese Pflegemaßnahme ist je nach Lage und Ausrichtung der Dachfläche alle 5 bis 10 Jahre nötig. Für die Wildbiene ist das ein Paradies, ein Rieddach. Das kann man oft beobachten, unter am Drauf, wo ja die Enden sind vom Halm, dass die Wildbienen da reingehen, rein und raus. Das macht dem Dach nichts. Am steilen Walm waren die Dachdecker schon fleißig. 9 Lagen. Wir sind jetzt hier an dem steilen Walm. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Arbeit beim Rieddecken, dass man das richtige Material am richtigen Punkt hat. Und wenn man da sieht, in der Mitte liegt das Material rechtwinklig zum Befestigungsdraht. Und je weiter ich rauskomme an die Gradkante, je schräger muss ich das Material legen. Jeder Halm wird bearbeitet. Natürlich kann ich mal mit einem Handstreich mehrere gleichzeitig, ist schon klar. Aber eigentlich wird jeder Halm bewegt und befestigt. Versicherungsgesellschaften attestieren einem Reetdach eine erhöhte Brandgefahr und koppeln daran ihre Versicherungsprämien. Die meisten Bauherren hält dies aber nicht von einer Reeteindeckung ab. Man könnte jetzt so Mittel kaufen und könnte, wenn das Dach eingedeckt ist, das ganze Dach abspritzen mit dem Mittel, Feuerstopp. Aber was passiert mit dem Mittel, wo auf dem Dach gespritzt ist? Das Wetter laugt es aus, das Wasser nimmt es mit. Und ich habe die ganze Chemie habe ich unten konzentriert an einem Punkt. Ich halte nichts davon. Andere Häuser brennen auch. Leider. Was wir nicht wollen. Je schöner das Material ist, je schöner laufen die Halme übereinander. Und wenn ich ein bisschen anderes Material drin habe, wo ein bisschen verkräuselt ist oder nicht ganz so gerade und ich bin am Klopfen, dann kann es rutschen 10, 15 Halme die gleiche Stelle nach oben. Obwohl ich will ja, jeder Halm muss eine andere Position haben, andere Länge. Und wenn es mir jetzt 10 mit hochschiebt, dann gibt es eine Kuhle rein. Und das darf ja normal nicht sein. Dann müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Ist natürlich schon passiert. Man hat 3-mal die gleiche Stelle korrigiert und es war immer noch nicht schön. Das gibt es auch. Ich sage immer, dem Ried muss man immer ein bisschen flattieren. Was heißt flattieren? Was soll ich sagen, das ist als wie mit der Frau auch ein wenig. Als Vater von 4 Töchtern weiß er, wovon er spricht.
Man muss immer gucken, dass man es recht macht. So ist es halt mit dem Material auch. Gladiere. Auf der anderen Dachseite warten weitere Herausforderungen. Die regionalen Brandschutzvorschriften verlangen, dass ein Teil mit Ziegeln gedeckt ist. Hier haben wir jetzt das Ziegeldach mit dem Kamin. Das müssen wir links und rechts wieder eindecken. Das ist natürlich schon ein bisschen zeitaufwendig. Da muss ich halt links und rechts eine Kante binden. Oben gibt es wieder eine Draufkante. Und dann ist immer das Problem, dass wir das Ried in die richtige Richtung legen. Das heißt, jeder Bund liegt anders. Und muss ich nachher den Bogen kriegen, wo nachher die Gaube aus dem Dach rauswächst. Bindedraht für Bindedraht holt Walter Epting aus seinem Drahtdepot und fixiert die Redbündel um die Lichtgaube. Jetzt hat er mal den Bogen geschlossen. Für die erste Reihe haben wir genug Material. Das heißt, jetzt müssen wir die Sache in Form bringen. Jeder Bündel aufmachen und in die Richtung bringen. Und dann wieder anziehen. Man sieht es jetzt sehr deutlich. Wir haben die runde Bunde kriege mir geliefert. Aber wenn ich jetzt eine Gaube habe, dann habe ich einen Innenradius und einen Außenradius. Und der Innenradius ist halt enger. Das heißt, ich muss mein Material schon verteilen, dass ich unten weniger habe und oben mehr. So, und erst dann kann ich anfangen hinklopfen. Wenn ich vorher hinklopfe, dann ist das Material nicht da, wo es sein sollte. Und erst dann können wir anziehen, das Material richtig befestigen. Dann würde ich sagen, so lassen wir es, die erste Reihe. Das wäre mal die Grundform. Bei der zweiten Reihe kriegen wir jetzt auch wieder die Kante, aber gleichzeitig machen wir die Dachstärke. Das heißt, wir werden mit der zweiten Reihe schon ein bisschen wieder das Material schieben und dann ist die Gefahr, dass es uns dort reinläuft. Das heißt, wir müssen wieder Material oben reinlegen, wo wir nehmen als Gleitmaterial, dass uns die Spitze nach oben gleiten, sonst stechen sie uns dort oben rein. Das Red kann bei diesem Wetter bestens verarbeitet werden. Sonnig, warm, trocken ist ideal. Aber auch für den Handwerker. Das Problem ist, das Dach ist 100%ig dicht, wenn es fertig ist. Nur in dem Zustand hier nicht. Wenn ich die lange Halm habe. Dann ist es so, dass mir halt das Wasser da reinsitzt. Dann habe ich hier die Spitze. Es wird nie mehr richtig trocken. Das ist das Problem. Und wenn ich am Arbeiten bin und ich weiß, es kommt Regen, dann muss ich halt diesen Bereich wieder abdecken, zumindest mal bis hierher. Das Wasser läuft über die einzelnen Halmenden, wo rauskommen, tropft das Wasser ab und tropft zum nächsten. Und ist eigentlich die Wasserbremse. Wenn es mal anfängt mit Regnen, dann geht es dann so um ein Dach eine Viertelstunde, bis unten was ankommt. Wenn ich ein Ziegeldach habe, dann läuft es schnell nach unten. Und bis um ein Dach dauert es. Das macht dann blub, 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 blub und bremst jedes Mal es ein bisschen aus. Am Dachfirst wird es nochmals knifflig. Das eine Problem, das man da ab und zu mal hat, das ist der steile Walme und das flachere Dach, dass die Dachlattung nicht aufeinander läuft, weil wir da andere Dachneigungen haben. Und dann sind wir jetzt an dem Punkt, jetzt muss ich diese Dachseite mal einschlaufen. Ja, und dann läuft die nächste Reihe wieder komplett durch. Dann passt es wieder mit der Lattung. Ja, der eine muss jetzt theoretisch auf Null auslaufen, materialtechnisch. Und da brauchen wir halt noch. Auf Null auslaufen. Dazu legen die Reddachdecker das Material keilförmig um die Ecke.
Es wird nie langweilig. Du hast immer was zu denken und zu tun sowieso. Ich habe viele Bekannte, für die ist der Tag immer viel zu lang bei der Arbeit. Da geht die Zeit nicht rum. Und wenn ich mal auf die Uhr gucke, ist es schon wieder Feierabend. Der Tag ist meistens kurz. Nach knapp 9 Wochen Arbeit sind die Handwerker am First angelangt. Die überstehenden Halme der letzten beiden Redlagen wurden mit ihren Ähren über die Firstlattung auf die andere Dachseite gebogen und dort festgebunden. Die letzte Redschicht zurrt er mit den Stoppelenden nach oben fest. Damit wird der First wind- und regendicht. Dann haben wir jetzt wieder die Ladung. Da wird der First mal auf zwei Höhen befestigt. Diesmal mit einer Schraube und dem Akkuschrauber. Für die Rundnadel ist die Holzkonstruktion am First zu eng. Eigentlich brauche ich zum Rieddachdecken keine Maschine. Aber für die schwierige Zone kann man ja mal eine Schraube nehmen. Und ansonsten arbeiten wir ohne Maschine. Und dann binden wir. Es gibt Dachdeckerbetriebe, die schrauben das ganze Dach. Unterkante Latte. Oberkante Latte. Und dann Die Halbrundlatte presst die Bündel der letzten Schicht von außen sichtbar an den First. weg. Das wird jetzt dann ausgedient. Die konisch zulaufenden Halme werden am First mit dem Klopfbrett nach unten geklopft und verpresst. Zum Schluss platzieren Walter Epting und sein Mitarbeiter Olli noch Zierbündel am First, die nur eine optische Funktion haben. Früher hatte jedes Schwarzwaldtal seinen eigenen typischen Zierfirst. Für die Landwasserhofmühle in Oberbrechtal fächert er die Zierbündel unten auf und zurrt sie unter einer weiteren Halbrundlatte fest. So wie man dies auch auf alten Bildern sehen kann. Passt oder ist wie immer. So, abschneiden. Das haben wir früher alles von Hand abgeschnitten. Und dann merkst du erst mal, wie zäh das Material ist, wenn du es von Hand schneiden musst. Fertig. Noch nicht ganz. Die Dachflächen werden noch geputzt und von Unrat befreit. Unebenheiten, die durch die Leitern entstanden sind, werden nochmals korrigiert und geglättet. Wenn man ein Reddach richtig pflegt, dann hält es 40 bis 45 Jahre. Somit ist die Landwasserhofmühle für die nächste Generation Schwarzwaldtouristen als Fotomotiv wieder Schmuck gemacht. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.